So, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma 9FF. Wir wollten mal ein kleines Update machen zu dem GT3, den wir auf Biturbo umbauen. Das Auto ist schon eine ganze Weile vom Lackierer wieder da. Ja, da wir aber in letzter Zeit hier relativ viel umgeräumt hatten und unglaublich viel zu tun war, haben es leider bisher noch nicht geschafft, ein Video zu machen. Deswegen jetzt heute. Ja, also, wie man schon sehen kann, alles wurde soweit angepasst, wurde lackiert. Heckdeckel sitzt, Heckdeckel sieht auch super aus. Wir haben einfach mal zum Kontrast mal eine andere Rückleuchten reingesteckt. Normalerweise hat der die rot-weißen, da haben wir mal ganz rot reingesteckt. Ich finde so vom Gesamteindruck mit den ganz roten wirkt es noch ein bisschen kräftiger. Aber das ist natürlich halt immer Geschmackssache. Ja, also die Löcher sind schon alle in den Schürzen drin. Ich meine, das hätte man, glaube ich, aber auf dem Video auch gesehen, dass wir das alles ausgeschnitten hatten. Ja, jetzt im Prinzip noch einmal alles lackiert, dass es einmal aussieht wie Factory. Die ganzen Gitter sind alles dafür vorbereitet. Das wird jetzt alles nur noch eingeklebt. Die Lufteinlässe sind sehr schön beigearbeitet worden. Also kann ich nicht anders sagen. Sieht echt super aus. Wir haben noch ein schwarzes Auto hier, was auch solche Lufteinlässe hat. Da sind sie von innen nicht so schön glatt wie bei dem hier. Also das ist echt sehr zufriedenstellend. Auto sieht sehr gut aus. Wurde sonst im Prinzip eigentlich fast einmal komplett lackiert, bis auf das Dach. Weil es natürlich klar, wenn du jetzt die Kotflügel machst und die Haube machst durch Steinschläge, musst du die Tür mitmachen. Weil wenn du jetzt natürlich nur die Tür auslässt, hast du natürlich da später einen farblichen Unterschied. Sieht natürlich schön scheiße aus. Deswegen hat er jetzt einmal fast ringsrum eine Neulackierung bekommen. Ja, sieht auch sehr schön aus. Scheinwerfer hatten wir damals auch aufbereiten lassen. Also Auto sieht im Prinzip fast neuwertig aus, bis sehr, sehr gut bis gar nicht gebraucht. Der Kunde hatte sich auch ein paar Recaro Podium-Sitze gekauft. Die Firma Speed Engineering hatte dafür auch Sitzschienen gemacht, die hatte der Kunde auch mit angeliefert. Ja, sieht ein bisschen wüst aus, das heißt wüst. Hier ist noch ein Lenkrad drin, weil das bauen wir auch um auf 997.2 GT3. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, der Sitz fügt sich sehr gut in dem Auto. Ich finde, ja, ich will nicht sagen, er ist schon fast zu modern, aber er passt so in das Zeitalter. Also er lässt das Auto schon ein bisschen frischer wirken. Ich denke vor allem, wenn jetzt dann die ganzen neuen Alcantara-Sachen drin sind, weil kommt einmal ein neues Lenkrad rein, wie gesagt mit der 992-Spange, mit der 997.2-Spange. Das soll natürlich alles passend in Wagenfarbe lackiert werden, so wie der GT3 das Original auch hat in den ganzen Zierleisten. Das wird einmal alles neu beledert, das ist gerade alles beim Sattler. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, das wird alles sehr cool werden. Ein wirkliches Rundum-Sorglos-Paket. Räder sind auch schon hier, Räder sind schon weg zum Reifen aufziehen. Also ich denke, wenn es das nächste Mal noch ein paar Einblicke zu dem Auto gibt, wird es auf jeden Fall noch deutlich mehr zu sehen geben. Geht so langsam nach und nach voran. Als nächstes bauen wir im Prinzip die Sachen im Interieur aus, der Rest, der noch fehlt, weil das Radio ist noch drin. Das Radio wird rausfliegen. Der Kunde hätte gerne wie in einem GT2, GT3 RS ein Fach mit einem Display, wo man später dann die ganzen Cyvex-Daten sich anzeigen lassen kann. Ich glaube, das wird auch ein sehr cooles Feature. Ja, ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen was zum Motor erzählen. Ich denke mal, wir ziehen mal weiter zum Thema Motor und dann sehen wir uns da. Ja, da wir ja über den 997.1 GT3 reden, und zwar über unser Biturbo-Projekt, fehlt natürlich jetzt so das Herzstück, nachdem wir uns das Auto angeguckt haben. Ja, ich würde sagen, ich komme hier auch mal gleich zur Sache. Das hier ist nämlich der Motor von dem Auto. Der Block ist soweit fertig. Ja, aber als allererstes haben wir den Block umgebaut, haben den einmal umgebaut komplett, dass wir da andere Stehbolzen reinmachen, originales M10. M10 reicht doch eigentlich so bis 1200, auch bis 1400 PS. Ja, da wir aber gesagt haben, wir machen hier sowieso einen größeren Umbau, dass man eventuell später noch mehr Leistung machen könnte, haben wir gesagt, wir gehen gleich auf die M12-Verschraubung und machen hier auch gleich unsere Bolzen rein. Also die Bolzen sind auch bei uns erhältlich. Falls jemand Interesse dran hat, gerne einfach eine E-Mail schreiben. Passen in den Metzger-Block 996 wie 997. Wir haben auch Zylinderkopf-Stierbolzen, auch für 991 und 992, auch aus unserem Material, aber anderes Thema. Ja. Damit hat im Prinzip eigentlich alles begonnen. Das ist nämlich der wichtigste erste Schritt, weil ohne dass das gemacht ist, kann ich natürlich den Block nicht zusammenbauen. Kurbelwelle bleibt aus dem Auto. Zum Pleuler haben wir uns überlegt, probieren wir mal aus. Die lassen wir auch mal drin. Sind Titanpleu. Und ja, sonst im Prinzip zum Motor. Wir GT3 Ölpumpe einmal aufgemacht, einmal überholt. Das gleiche wie die Welle sich uns einmal angeguckt. Das ist ja die Nebenwelle. Das ist ja der Antrieb von der Ölpumpe. Die Kurbelwelle treibt nämlich über dieses Zahnrad die Ölpumpe an und dementsprechend steigt natürlich mit steigender Motordrehzahl auch die Ölpumpendrehzahl, so wie man das gerne hätte. Bei herkömmlichen Motoren wird das ja meistens über eine Kette gemacht, bei den Autos wird das über diese Verzahnung gemacht, über die Nebenwelle.
Ja, Pleulager sind einmal, Hauptlager sind einmal alle neu gekommen, Pleulager natürlich genau das gleiche. Was richtig fies ist bei den Pleu, man muss auch immer diese Titanschrauben neu kaufen. Kostet nur der Ersatzschrauben, glaube ich, 680 netto. Ich will nichts Falsches sagen, die waren auf jeden Fall brutal teuer. Da kann man richtig viel Geld wegschmeißen. Weil das Problem ist, wenn wir die montieren, muss man ja auch einmal die Pleulager vermessen. Das heißt, man schraubt die Pleu einmal zusammen, zieht die einmal endfest an und misst die dann mit der Uhr durch. Das heißt, man muss immer 2 Sätze Schrauben kaufen, weil nach einmal anziehen sind die hin. Ja, sehr ärgerlich, aber so ist das halt immer. Gehört mit dazu. Ja, Block wäre jetzt eigentlich so weit, dass ich den zumachen kann. Wie gesagt, ich habe alles vermessen, Pleu sind alle montiert. Lager ist hier oben auch eingefettet, eingeölt. Das ist nämlich das zentrale Hauptlager. Das zentriert vorne die Lagergasse. Und ja, sonst haben wir verändert noch hier oben unseren Schwingungsdämpfer. Die sieht man jetzt leider ein bisschen schlecht auf dem Video. Da ist nämlich unser eigener Damper drauf. Dadurch, dass wir jetzt natürlich eine schwerere Paarung haben zwischen Pleu und Kolben. Original ist das natürlich ein bisschen leichter. Wir fahren jetzt mit unseren Dragster-Kolben, die wir halt ab 1400 PS immer benutzen. Haben wir in verschiedenen Maßen in 102,7, 103,6 und in 104 mm. Der wird jetzt mit 102,7 fahren. Also da war das Ziel hier so auf 3,8, 3,9 Liter zu kommen. Das sollte auch genau passen. Ja, sonst, ich habe einmal alles vorbereitet, die ganzen Zugankerschrauben, einmal alles gewaschen, alles gereinigt, die ganzen Blockschrauben außen, ich lasse die immer alle neu verzinken. Punkt 1, rosten sie da nicht mehr, Punkt 2, sieht es natürlich deutlich schöner aus. Und ich finde, wenn wir jetzt hier so einen großen Umbau machen und wir wirklich einmal alles anfassen, erneuert man das einmal mit. Ja, jetzt hast du dich bist schon wieder abgehauen mit deiner Kamera. Wie man sehen kann, also bei so einem großen Umbau mache ich auch immer alle Stehbolzen aus dem Block raus. Die werden auch einmal alle chromatiert, werden neu verklebt. Also es ist im Prinzip nicht nur ein Motortuning, es ist eine Revision und ein Neuaufbau. Das heißt, hier wird auf jeden Fall nichts ausgelassen. Selbst von den Zugankerschrauben. Für jeder, der kein Metzgerschrauber ist, wird das hier nicht kennen. Die Zugankerschrauben gehen durch den Block durch und ja, darüber zieht man im Prinzip die Hauptlagergasse an. Haben wir auf der Unterseite, das ist ja die Oberseite hier, wenn wir den jetzt so hochdrehen würden, wäre die Ölpumpe unten, steht natürlich das Öl immer bis hierhin. Und deswegen machen das ist das bei den Metzgermotoren so, dass in der Mitte noch ein O-Ring ist. Hier ist noch eine Nut im Block, dass wenn das Öl so hoch steht, dass es nicht über die Schrauben nach außen rauslaufen könnte. Die sind zwar von außen auch noch abgedichtet, wie man hier gut sehen kann. Die werden dann im Prinzip von hier einfach so durchgesteckt, und über diesen Dichtring richten die ab. Ja, aber um überhaupt das Öl davon abzuhalten, dass es gar nicht erst bis dahin kommen kann, haben die im Block auch noch einen drin. GT3 hat nur 2 Ringe, warum auch immer. Beim Turbo sind nämlich 4 Stück drin. Und ja, wie gesagt, GT3 Block, GT3 Fahrzeug. Noch eine coole Sache hier beim GT3 Block. Und zwar, hier sind 2 Ölspritzdüsen. Die sind für die Kolbenbodenkühlung. Macht natürlich viel Sinn, gerade bei viel Drehzahl. Abgesehen davon schmiert es natürlich halt auch noch ein bisschen. Aber hauptsächlich ist für Kolbenbodenkühlung gedacht. Dadurch, wenn du viel Drehzahl fährst, hast du natürlich im gleichen Augenblick viel mehr Zündungen und deswegen auch mehr Temperatur, die der Kolben aufnehmen kann. Und über diese Ölspritzdüsen wird der Kolbenboden natürlich mehr gekühlt. Und man hat den Vorteil, der Kolben kann nicht so schnell kaputt gehen oder ja, ist einfach nicht so doll der Temperatur ausgesetzt und wird dadurch auf jeden Fall noch länger halten. Wir haben auch schon 1400 PS Motoren mit einer Ölspritzdüse gebaut. Besseres Bauchgefühl habe ich aber mit denen. Ist aber halt sehr schwierig, einen GT3-Block zu bekommen, weil die Teile einfach sehr rar geworden sind. Metzger-Block Turbo ist ja schon schwierig, aber GT3 ist deutlich schwieriger. Vielleicht vom Cup-Auto bekommt man zwischendurch nochmal welche. Aber ja, so eine Investition in so einen GT3-Block, ich würde sagen 7.000 Euro, ist schon ein Haufen Geld. Aber da er den ja schließlich schon drin hatte, ist er natürlich ideal für uns. Ja, wir können uns theoretisch schon einmal den Rollwagen angucken. So, das hier ist einmal der Rollwagen zu dem Fahrzeug. Jedes Mal, wenn ein Auto zu uns kommt und wir zerlegen einen Motor, bekommt jedes Fahrzeug seinen eigenen Rollwagen, wo alle Teile drin gelagert werden und natürlich, ja, dass man halt immer alles schnell griffbereit hat. Ja, das sind alle Teile von dem Motor, wie man sehen kann. Ja, es wurde im Prinzip schon mal alles gesandstrahlt. Oh, und hier ist ein bisschen Öl ausgelaufen. Also die Teile werden immer vorab alle gesandstrahlt, gereinigt. Die ganzen Flächen hier, wo später die Wasser-O-Ringe drauf abdichten, werden immer einmal übergeschliffen, dass sie auch wieder schön glatt sind, dass der O-Ring auch dementsprechend abdichten kann. Das gleiche wie mit den Unterdruckpumpen oder generell Ölabsaugpumpen. In dem Fall haben wir gleich die Unterdruckpumpe weggebaut. Da haben wir so ein Delete-Kit für. Ja, das Problem ist, bei der hohen Drehzahl dreht ja auch die Unterdruckpumpe halt sehr hoch und die Gefahr ist halt sehr hoch, dass sie kaputt geht. Ja, weil wenn sie kaputt geht, ist sehr blöd, weil hier hinten, das hier sitzt nämlich an der Nockenwelle dran.
Das hier ist die Nockenwellenschraube. Die Nockenwellenschraube wird natürlich klar zentral in die Nockenwelle reingeschraubt und das sitzt später hier drauf und treibt das an. Das Problem ist natürlich, ne, wenn jetzt die Unterdruckpumpe kaputt geht und die bleibt stehen, bleibt diese Verzahnung stehen, der Antrieb wird abgerissen, das fällt alles in den Motor rein. Das ist natürlich ein Riesenproblem, weil wenn du das im Motor drin hast, hast du natürlich schnell einmal alles kaputt. Das ist ja richtig blöd, deswegen machen wir am liebsten ab 1000 PS die Unterdruckpumpe mal weg. Ich würde jetzt mal behaupten, dass die wenigsten von euch, die so ein Auto fahren, während sie Vollgas geben, auch auf der Bremse stehen. Und deswegen ist das Unterdruckpumpensystem eigentlich Quatsch. Man kann sich den Unterdruck auch schließlich über die Ansaugbrücke holen, wie es beim 996 Original gemacht wird. Wird bei dem Fahrzeug später auch so fahren. Hatten wir noch nie ein Problem damit. Funktioniert 1A und eine Fehlerquelle weniger. Ja. Sonst Köpfe sind einmal gestrahlt worden, Nockenwellenkästen. Viele meckern ja immer wegen dem Sandstrahlen. Klar, wenn ihr das jetzt nur in die Sandstrahlkabine schmeißt und stellst das nur hier rein und der ganze Sand ist sich raus, wird der Motor kaputt gehen, keine Frage. Die Teile werden aber hunderte Male gewaschen, werden vernünftig ausgepustet dazwischen, werden Ultraschall gereinigt, also da bleibt kein Sand über. Wir hatten noch nie ein Problem wegen einem Sandkorn in einem Motor. Ja, dann noch zu dem Upgrade. Auto hat unsere Stahlzylinder bekommen, mit unseren Kolben, dass er natürlich halt auch den erhöhten Ladedruck aushalten kann. Original fahren die Autos nämlich mit Aluminiumzylindern, so wie im 996 Turbo, 997 Turbo. Nur erst der Facelift GT3, 3,8 und 4 Liter, die fahren mit Stahlzylinder. Ja, das ist aber extra, wie gesagt, ein Stahlzylinder von uns, ist kein Originalteil. Ja, ich bin sehr gespannt, ich habe hier richtig Bock drauf. Wie man sehen kann, es ist so ziemlich alles da, alle formatierten Halter und sonstigen Teile, es ist alles da. Ich habe auch sonst alles soweit schon mal umgebaut bei dem Fahrzeug. Sprich, wir haben die Ölabsaugpumpe schon umgebaut, weil original hat das Auto eine, das hier ist die Wasserpumpenkonsole, die sitzt vorne vom Motor vor und hier hinten drin ist die Ölabsaugung. So, die Ölabsaugung braucht man natürlich, um das Öl aus den Turboladern abzusaugen, weil das nicht von alleine zurückläuft in den Öltank. Solche Kleinigkeiten muss man natürlich umbauen, weil sonst funktioniert das gar nicht erst. Weil sonst wird das Auto immer qualmen und so etwas wollen wir nicht. Wir wollen natürlich, dass das funktioniert wie Serie oder besser als Serie. Ja. Oh. Ja, das wäre erstmal Stand zum Motor. Ich fange jetzt an, den zusammenzustecken. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und schaltet auch gerne wieder beim nächsten Mal ein.